Also die Frage von Chris, bitte Applaus. Steht da oben, Julian, was hältst du von den Storage Utility Tokens wie SIA, Burstcoin, Storage und so weiter? Können sie Online-Storage-Anbieter wie zum Beispiel Amazon ersetzen oder sind die eher nur für ganz spezielle Funktionen? Ich glaube, wenn wir wieder mit der Frage anfangen, welches Problem lösen die denn? Also welches Problem? Und ich weiß nicht, ob das Problem, das Amazon löst, nämlich dass eine Cloud da ist, ob das unbedingt von solchen Anbietern vielleicht direkt gelöst werden kann. Denn ich weiß nicht genau, also wir von uns bei 10x, wir verwenden Amazon, wir haben überhaupt keine Probleme, wir verwenden aber auch Google für Kubernetes und wir sind auch super happy damit. Also wir würden zurzeit nie und nimmer auf einen dezentralen Datenspeicher wechseln, oder? Nie, also wirklich, unter keinen Umständen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt wieder zurückgehe und sage, gibt es Daten, die so sensitiv sind, dass ich die nie jemandem geben möchte, sondern ich möchte immer darüber verfügen? Definitiv. Und da haben die natürlich schon Potenzial. Würde ich mich deshalb irgendwie als neues Amazon verkaufen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würde ich mir irgendwie einen besseren Use Case oder einen klareren Use Case irgendwie geben. Wäre jetzt mein Ansatz, oder? Aber vielleicht übersehe ich jetzt was. Wenn die jetzt vielleicht mir einen anderen Pitch machen würden bei 10x und sagen, da könnte dies und das so und so besser abgespeichert werden. Aber wenn man zum Beispiel absichern könnte, wenn man DSGVO oder GDPR jetzt überdenkt und man könnte die Daten wirklich kryptografisch sicher verschlüsseln, ohne dass eine Third Party wirklich Zugriff hat. Klar, ja. Also klar, das ist ja die Definition davon. Also das ist ja sozusagen, bitte, ja. Frage, wäre es nicht quasi Grundvoraussetzung für so Anwendungen eben wie zum Beispiel im Gesundheitsbereich, wirklich massive Daten anfällen? Wenn ich sage, pathologische Untersuchungen geht in den Gigabyte-Bereich, Genomsequenzierung geht in den Terabyte-Bereich. Genau da würde ich solche Sachen ja grundsätzlich brauchen. Vollkommen, also das ist ja mein Punkt. Also mein Punkt ist, wenn jetzt sozusagen die hergehen würden, das vielleicht spezifisch auf einen Bereich runterbrechen, würde ich mich viel eher damit anfreunden. Wenn die jetzt einfach hergehen und sagen, und das ist ja für mich zurzeit so ein bisschen das Problem, so einfach so in den Raum geschmissen, wir haben einen dezentralen Datenspeicher, dann wollen die jeden und kriegen keinen. Und wenn die aber klipp und klar hergehen würden und sagen, hey, das ist unsere Nische, klar, wir wollen Amazon ersetzen, aber jetzt ist unsere Nische das. Und das ist immer so der Knackpunkt, oder? Gutes Marketing ist eigentlich immer eine Nische am Anfang. Wenn die damit anfangen würden, würde ich sofort wahrscheinlich hingehen und sagen, wow, spannend. Aber zurzeit sehe ich das bei keinem von denen, sondern die wollen irgendwie jeden und meiner Ansicht nach kriegen sie keinen. Wenn die aber gut sind und vielleicht die Nische schaffen, also wie gesagt, ich habe es ja erwähnt, also dezentrale Datenspeicherung, ich bin ein großer Fan davon. So wie die das zurzeit machen, ich bin in keine investiert, ist aber sicher nicht jetzt ein No-Go, denn ich glaube, das Konzept ist generell auf jeden Fall spannend. Und eine Frage mit Terabytes und so weiter, das muss man natürlich auch immer überdenken, dass natürlich die Speicherkapazität zurzeit noch sehr limitiert ist. Da muss man sich aber ein bisschen daran erinnern, dass man sagt, vor 10 Jahren waren Gigabyte toll und heute sind es Terabyte. Und ich weiß nicht, was danach ist, Pentabyte? Genau. Also, und wahrscheinlich in 10 Jahren sind Pentabyte der absolute Standard. Und vor Jahren war es toll, wenn man eine Megabit-Leitung hatte. Wir haben jetzt bei uns im Office eine Gigabit-Leitung und ich gehe davon aus, dass in 10 Jahren die Datengeschwindigkeit wieder um das 10-fache gestiegen ist. Und jeder von uns weiß noch vor 20 Jahren, wie es Disketten gegeben hat, oder? Und mit 1,44 Megabyte. Und das heißt, diese Prozessgeschwindigkeit, da muss man darauf wetten, dass andere Leute auch einen richtig guten Job machen. Gut, danke.